Hallo meine Lieben, ich habe euch schon ganz viele Bindungen mit der Cinch gezeigt. Das war einerseits die normale Cinch, dann die Mini-Cinch, dann die Multi-Cinch. Das heißt, alles Möglichkeiten, wo ihr Bücher, Scrapbooks, Hefte zusammenbinden könnt. Und heute hat es einen kleinen Neuzugang gegeben, und zwar ist das die Thermal Cinch. Das heißt, wir werden da mit Hitze einen Kleber auflösen, der dann die Seiten zusammenhält. Und wie das funktioniert, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Das gute Stück, um das es heute geht, ist diese hier, und zwar die Thermal Cinch. Lustige Geschichte, ich habe eine Freundin geschrieben, von wegen, diesen Monat darf ich nichts mehr shoppen, weil ich habe es echt ein bisschen übertrieben mit den Distress Oxide Ink Stempelkissen. 10 Minuten später antwortet sie und schickt mir ein Foto davon. Gut, da war es passiert, ne? Ich habe es natürlich gekauft, weil ihr kennt mich ein bisschen, die Cinch-Sachen, die finde ich wirklich super, um eben selber Scrapbooks zu machen, selber Notizbücher zu machen, finde ich immer eine extrem klasse Sache. Und das Thermal Cinch ist eigentlich vom Prinzip her nichts Neues. Also wenn ihr, hier, ich habe 2 Beispiele rausgeholt, wenn ihr solche Bücher kauft, ne, das ist quasi diese Leimbindung, die ihr hier habt. Und dadurch, und das war auch meine erste Frage, von dem her nehme ich an, es interessiert auch euch, ihr könnt die, also ihr müsst es schon auseinander biegen, damit ihr die aufmachen könnt. Das sind halt so, wie die gemacht sind. Und wenn ihr, also das hier ist jetzt ein Cover, was relativ biegsam ist noch. Wenn ihr ein Hardcover irgendwas machen müsst, da zeige ich euch auch ein Beispiel, weil was industriell gemacht wird, das ist zwar auch eine Klebebindung, aber die haben dann halt solche Maschinen, wo sie diese Rinne quasi reinmachen können, und dadurch kann ich das Buch so aufklappen. Habe ich so nicht, von dem her gucken wir uns da eine Möglichkeit an, wie ihr trotzdem eine Hartbindung, also ich werde nicht jetzt, wie ich das sonst mache, mit 2 mm Graupappe arbeiten, sondern wirklich nur mit einer ganz dünnen. Aber da zeige ich euch eine Möglichkeit, wie es funktionieren könnte. Ich verwende die heute auch zum ersten Mal, aber ich habe mir schon ein paar Tipps und Tricks quasi zusammengesucht, die ich heute mit euch teilen will. Von dem her, das ist die Art von Buchbindung, die man machen kann, respektive eben nicht Buch in meinem Fall, sondern bei mir sind es dann Notizbücher, weil ihr seht so von der Breite her, wie breit die werden. Und man könnte rein theoretisch, im Moment sind die Klebestreifen einzeln noch nicht erhältlich, also ihr bekommt quasi die Buchbindung dazu. Aber wenn dann die Klebestreifen verfügbar sind, dann kann man auch 2 Klebestreifen nebeneinander kleben. Dann bekommt ihr auch einen dickeren Buchrücken. Im Moment halt noch nicht verfügbar bei uns. Und hier hinten hat es auch noch die Beschreibung von wegen, ne, Seiten zusammenstellen, Bindung auswählen, mit der Thermal Cinch binden, auskühlen lassen, fertig. Also hier wirklich eine einfache Sache. Zumindest sieht es schon mal so aus. Wir gucken, wie es funktioniert. In der Box drin habt ihr 3 Sachen. Das ist einerseits die Beschreibung, wie man es macht. Dann eben die 3 Bindungen, und das meinte ich von wegen wie dick. Also das ist im Moment die Bindung, die möglich ist, weil der Klebestreifen hier hinten auch so dick ist. Dann habt ihr noch eine kleine Klammer mit dabei. Und das hier ist das Gerät. Auch hier vorne nochmal aufgeschrieben, was ihr machen müsst. Englisch und Französisch, also, aber es ist wirklich, es ist super einfach. Kurz gucken, ob das hier, ja, hier drin ist es auf Deutsch. Da habt ihr jeweils, wählen Sie die Bindekante aus. Also das hier ist alles in Deutsch beschrieben. Genau. Und aufklappen. Hier kommt das Ganze rein. Unten ist eine Metallplatte, die eben heiß wird, um den Kleber aufzulösen oder weich zu machen, damit er dann sich auf die Seiten verteilt. Und hier hinten stellt ihr das Ganze dann rein. Es ist super leicht. Von ihm her
bin ich echt gespannt, wie gut das funktioniert. Es hat hier eine Klammer mit dabei, aber die ist relativ klein. Von dem her, jo, dachte ich mir, ich hole mir ein paar, die ein bisschen größer sind und verwende die dann. Von den Streifen, die dabei sind, das ist einmal Türkis, einmal Kraft und einmal Rosa. Und dementsprechend habe ich mir auch schon Seiten zurechtgeschnitten, weil ich will ein längliches machen und hier natürlich die Bindung oben, weil wenn ihr das reinmacht, dann, kurz gucken, mit dem Lineal, das muss ihr hier ganz unten an den Boden. Das heißt, es hat hier so eine Metallklammer, da muss es durch bis an den Boden. Und damit ich es noch fassen kann, würde ich sagen, müsste es mindestens 12 cm sein, wenn nicht sogar 13. Ich habe heute eins, was 12 ist, gucken wir, aber das sollte eigentlich noch gut fassbar hier oben sein. Aber ihr könnt jetzt einfach nicht hier mit dem runtergehen, weil dann könnt ihr es nicht mehr rausnehmen, weil hier innen drin wird schon warm. Von dem her habe ich hier eins und das ist jetzt eben kürzer, weil ich kann die natürlich auch schneiden. Das heißt, die ein bisschen kürzer machen. Hier habe ich 8,5 cm. Von dem her schneide ich das auch kurz auf 8,5 zu. Gucken, wie gut es durch den Klebestreifen geht. Kann sein, dass es den nicht richtig erwischt, oder? Doch, hat funktioniert. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier ein Thema, weil wenn ihr den ganzen Streifen anguckt, dann habt ihr auf der Seite, seht ihr, geht der Kleber nicht bis ganz außen, hier auch nicht. Und es ist extra so gemacht, damit der, wenn er weich wird, nicht rausläuft. Ich werde mir da mit einem Post-it behelfen, dass ich das dann außen rum mache, damit mir da der Kleber nicht unten auf die Metallplatte geht. Aber das schon mal hier für das. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es so macht, natürlich mehrere Büchlein machen. Und Anzahl Seiten müsst ihr einfach gucken, dass das hier innen drin Platz hat. Das heißt, wir können das mal kurz ein bisschen vorbiegen. Die Falzlinien sind ja da schon gemacht. Und jetzt muss euer Stapel hier drinnen gut Platz haben. Ich merke gerade, na, wenn ich da drauf drücke, dass ich noch Platz habe. Das heißt, ich muss da noch ein paar Seiten schneiden. Wenn ihr das nicht bis ganz runter, also bis so tief runter haben wollt, könnt ihr das natürlich auch kürzen und hier oben zum Beispiel auch noch einen Doppelklebeband drauf machen. Geht auch. Das heißt, das ist das, was ich hiermit machen will. Dann habe ich ein etwas größeres genommen. Das ist 15 x 15 cm. Von dem her schneide ich auch das hier noch zurecht. Jetzt können wir auch hier kurz gucken, wie das aussieht von wegen Platz. Da kann ich sogar auch noch ein paar dazu packen. Wunderbar. Machen wir auch hier noch. Und hier schneide ich es noch nicht zurecht, weil hier wollte ich euch dann zeigen, eben mit der Graupappe, wie ich das versuche zu lösen. Das heißt, ich habe hier, das waren 12 cm x 18 cm. Genau. Aber eben das schneide ich nachher zurecht, wenn wir das machen. Schneide ich mir hier noch kurz mehr Seiten zurecht, damit ich hier wirklich schön, wenn das reingeht, dass ich hier keine Luft mehr quasi habe, sondern das hier schön anliegt und nicht so reinbiegt. Vielleicht auch kurz ein Tipp vom Schneiden her, wenn ihr Seiten anschneidet, dann
wenn ihr zum Beispiel ein A4-Blatt habt und das zurechtschneidet, dann schneidet zum Beispiel hier für die 15 habe ich es zuerst von der oberen Kante 15 cm und dann von der unteren Kante 15 cm geschnitten. Einfach damit ich immer eine gerade Kante habe, weil das, was dann, also die Bindung funktioniert wesentlich besser mit dem Kleber, wenn ihr hier schön eine gerade Kante habt und alle Papiere hier bis ganz nach oben kommen und nicht irgendwie so eins ein bisschen kürzer, eins ein bisschen länger. Das ist wichtig. Wie gesagt, ich schneide da noch kurz ein bisschen Papier zurecht, damit ich die dann verwenden kann. So, ich habe noch weitere Seiten geschnitten und jetzt geht es wirklich darum, ich klopfe die wirklich ein paar Mal auf den Tisch, damit es wirklich alles schön hier unten an der Kante liegt. Und dann mache ich eben hier oben eine Klammer hin. Ich mache die jetzt, Moment, doch, ich mache die oben hin, damit das Papier nicht mehr verrutscht. Na, dass das hier wirklich schön liegt und ich unten einen schönen Abschluss habe. Das ist wichtig. Dann kann ich hier auf der einen Seite den Kleber wegnehmen und ich mache es so, dass ich das von der Seite, also das zuerst da drauf lege oder so, geht vielleicht sogar einfacher. Das heißt, ich schiebe hier wirklich der Rücken, der muss satt am Papier dran sein. Und von da weg streiche ich jetzt das Papier in diese Richtung. Kann ich den Kleber auch auf der anderen Seite wegnehmen. Und hier auch wieder, ich halte alles fest und schiebe hier wirklich schön diese Lasche in die Richtung und klebe die dann fest. So, und das hat jetzt hier einen Abstand, aber das ist der Klebestreifen. Hier seht ihr es besser. Ne? Das Papier liegt hier schön auf dem Klebestreifen drauf. Und weil ich hier jetzt eben der Klebestreifen, der geht bis ganz außen, deshalb nehme ich auf der Seite ein Post-it und schlage das quasi einfach hier herum. Weil wenn da jetzt Kleber austritt, geht er ins Post-it und nicht unten auf die Metallplatte. Erstes schon mal vorbereitet. Jetzt bereite ich auch gleich das zweite vor. Auch hier wieder die Seiten wirklich schön aufschlagen, damit die schön satt unten liegen. Und hier mache ich dann 2 Klammern dran, damit es wirklich gut hält. Na, ich versuche 2 Klammern dran zu machen und die sind komplett aus Metall. So habe ich hier eine schöne Kante. Machen wir dasselbe Spielchen. Das heißt, Klebestreifen wegnehmen, das Ganze wirklich schön an den Klebestreifen hier ranschieben und dann gehe ich mit den Fingern von der linken Hand, schiebe ich jetzt in die Richtung. Ich habe es nicht ganz sauber geschnitten, aber das kann ich noch korrigieren. So, und dann können wir den zweiten Kleber wegnehmen. Dann lege ich es so hin, damit ich wieder in dieselbe Richtung schieben kann. Alles, wo ich jetzt ungenau geschnitten habe, vermerken wir als Anfänger. Und auch hier habe ich eine Seite, wo der Kleber bis zum Schluss geht oder bis an den Rand geht. Das heißt, auch hier mache ich ein Post-it dran. So, die beiden Projekte sind vorbereitet. Das heißt, ich kann hier, steht Maschine an den Strom anschließen, habe ich gemacht. Dann Maschine einschalten. Da habt ihr auf der Seite hier drüben den Einschalter. Machen wir. Und das Licht hier, das blinkt jetzt und er sagt, er wird dann ein Beep-Geräusch von sich geben, wenn er
bereit ist. Das heißt, wir lassen den jetzt aufwärmen. Und sobald der aufgewärmt ist, kann ich die Bücher reinmachen. Und zwar nicht nur auf diese Metallgestelle draufstellen, weil das sind Klammern. Da müsst ihr wirklich durchschieben, damit es unten auf die Metallplatte kommt. Also wirklich bis ganz unten durchschieben. Dann kann man hier auf den Timer drücken. Dann wird das eben erhitzt, damit der Kleber flüssig wird. Und dann piepst er wieder, wenn es vorbei ist oder wenn die Zeit durch ist. Und dann nehmt ihr das Buch und könnt es hier hinten schön reinstellen und so 5 Minuten abkühlen lassen. Aber das zeige ich euch alles noch. Wir lassen den jetzt einfach mal aufwärmen. Jetzt hat es gepiepst und ich kann das erste Buch reinmachen. Wenn ihr jetzt mehrere von denen macht, dann könnt ihr natürlich auch mehrere nebeneinander platzieren. Das heißt, versucht das hier kurz so zu machen, damit ihr das seht. Schiebt es hier komplett runter, dass es schön den Boden berührt und dann drücke ich hier auf den Timer drauf und dann fängt es an, die Zeit zu zählen. Jetzt piepst es wieder, ich kann es rausnehmen und jetzt stelle ich das nicht hinten drauf, sondern ich nehme das und klopfe das jetzt wirklich ein paar Mal auf den Tisch, damit der Kleber sich wirklich schön in die Seiten einschiebt. So, und da ist tatsächlich ein bisschen Kleber rausgelaufen. Gut, habe ich das abgedeckt. Und so kann ich das jetzt hier hinstellen und auskühlen lassen. Jetzt habe ich vorhin den Timer nicht gestellt. Das mache ich jetzt einfach, damit wir gucken können, wie lange das dauert. Weil das Aufwärmen von der Maschine war wirklich schnell. Das heißt, ich gebe das Buch rein. Bis nach unten durchschieben, Timer drücken, Start. Jetzt blinkt das Ganze auch wieder und wir können einfach warten, bis es wieder einen Ton von sich gibt. Er piepst, wunderbar, Stopp, 1 Minute 41. Es geht wirklich darum, dass der Kleber hier schön in die Seiten reingeht. Und dann kann ich das nach hinten stellen und auskühlen lassen. Jetzt stelle ich das kurz ab, weil ich muss das dritte Projekt noch ein bisschen vorbereiten. Die beiden lassen wir auskühlen, weil das hier muss ich zuerst einfassen. Wie gesagt, ich habe hier wirklich eine super dünne Graupappe genommen. Und die fasse ich jetzt kurz ein. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. So, ich habe die beiden eingefasst, nur auf eine Seite. Das seht ihr auch gleich, warum. Übrigens, Motivpapier, was ich hier für alle 3 Blöcke verwendet habe, ist ganz einfach von Action. Habe ich mir einfach das rausgesucht, was super zu den Bindungen passt. Von dem her, ja. Aber ihr kennt das, ne? Die sind relativ schnell jeweils vergriffen. Genau. Eben nur auf einer Seite eingefasst, weil was ich mache, ist, dass ich hier dann, also wir quasi nehmen so eine Seite jeweils vorne und hinten mit ins Sandwich und mein Ziel ist es dann, die hier rein zu kleben. Könnte man eigentlich noch ein bisschen kürzer machen. Ich bin jetzt bis ganz rausgegangen. Ich kürze die noch um so, Mama, 4 mm ein. Way back when we didn't care what
Und vorne 2 Millimeter. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen bei den anderen Büchlein, ist, ihr seht, ich habe hier quasi eine Falz. Und die sind zwar vorgefalzt, aber nur damit dieser Rücken entsteht. Ihr könnt da noch so, wie breit ist es? 6-7 Millimeter von der Falz in die Richtung und einmal in die Richtung, dass ihr das da nochmal falzt, weil dann sieht das Papier oder weiß das Papier auch besser, wie es sich dann legen muss, wenn wir das öffnen. Ich zeige es jetzt hier anhand vom Buch, aber einfach, damit ihr das Prinzip versteht, dass ihr das einfach hier 6 bis 7 Millimeter von der Falzlinie nach hier einmal falzt und einmal nach da, damit dann das Papier eben auch weiß, wie es sich aufschlagen muss. Genau. Hier machen wir eben was anderes, weil ich eben versuche, hier ein Hardcover zu machen. Da versuchen wir das Problem hier zu umgehen, dass ich diese Rinne quasi nicht machen kann, dass ich hier eben das Papier dazwischen lege, zwischen Vorder- und Hinterseite. Mal kurz gucken, dass das beides in dieselbe Richtung geht. Genau. Das heißt, es wird, ich habe hier das, auf der Seite dasselbe, das und dann kommen die Seiten dazwischen. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu viele sind. Einmal müssen wir das auf 12 cm oder wie viel hatte ich? 18. Das sind jetzt 18,1. Deshalb messe ich das erst oder schneide das erst zurecht, wenn ich es eingefasst habe, weil jetzt sind es 18,1 cm. Das heißt, das schneide ich auch noch. Und wenn ihr einen Schneider habt, der hier nicht durchkommt durch den Leimstreifen, dann könnt ihr auch quasi bis zum Kleber das schneiden und dann hier einfach mit der Schere das noch abschnipsen. So, jetzt versuche ich das hier auch wieder entlang der vorgefalzten Linie zusammenzulegen. Und dann sehen wir auch, dass das viel zu dick ist. Das heißt, ich muss hier nochmal wesentlich Seiten rausnehmen. Weil so, das wird nicht funktionieren, ne? Wenn es so zusammengepresst ist. Deshalb macht es vielleicht Sinn, wenn ihr mit solchen Büchern vielleicht noch wartet, bis ihr dann die Streifen kaufen könnt, einzeln. Und dann eben 2 Streifen nebeneinander kleben könnt auf eure eigene Bindung. So. Das ist halt ziemlich dünn, aber es ging mir darum, das mal zu testen und euch das zeigen zu können. So. Jetzt auch wieder runterklopfen, dann gucke ich natürlich, dass meine Seiten hier schön, also diese Vorder- und Rückseite, dass die schön in der Mitte liegen von der Hülle. Und dann brauchen wir Klammern. Dass es hier wirklich alles schön liegt. Dann können auch hier den Kleber wegnehmen. Maschine können wir schon mal einschalten, damit die sich aufwärmen kann. Jetzt lege ich das eben auch schön hier rein, drücke das mit der Hand quasi an den Rücken und schiebe es in die Richtung. Hätte jetzt auch noch ein bisschen einkürzen können, ne? Egal. Können wir dann verwenden, um hier noch was Schönes drauf zu machen.
So, jetzt habe ich auch hier wieder die Stelle, wo der Kleber rausquillen würde. Deshalb mache ich auch hier wieder das Post-it drauf. Warte mal kurz, bis der piepst und dann können wir das auch reinmachen. So, der piepst auch schon. Dann können wir das Buch hier reinmachen. Auch wieder schön nach unten drücken. Die beiden können wir rausnehmen. So, der piepst, dann kann ich das rausnehmen und wieder nach hinten legen. Nee, halt. Was vergessen, klopfen. So, und jetzt nach hinten stellen und auskühlen lassen. Und die Maschine kann ich wieder ausschalten. Und das sind jetzt meine ersten Bücher, die ich gemacht habe. Da ich eben vergessen habe, hier diese Falz zu machen, ich versuche das jetzt nachträglich einfach noch hier eine Falzlinie zu machen. Funktioniert natürlich besser, wenn ihr das gleich von Anfang an macht. Ich mache es jetzt nur auf der Vorderseite. So, einfach damit das Papier so ein bisschen versteht, wo es sich biegen muss. Und dann kann man hier die ganzen Seiten auch aufklappen. Ich kann es ein bisschen auseinanderziehen, aber eben, es ist geleimt natürlich. Von dem her, jo, muss es auch so sein. Ich habe es jetzt hier mit dünnen Seiten gemacht. Wie gesagt, sobald dann die Klebestreifen einzeln erhältlich sind, werde ich da noch ein weiteres Video machen, weil ihr müsst nicht zwingend diese vorgefertigten Bindungen kaufen, sondern eben wenn ihr dann die Klebestreifen einzeln kaufen könnt, dann könnt ihr, egal was ihr gerne für ein Papier als Bindung verwenden wollt, da dann den Klebestreifen einfach drauf machen und da dann eben auch breiter gehen, weil ihr ja auch 2 Streifen nebeneinander kleben könnt. Na, das ist die Möglichkeit und ihr habt hier ja auch ordentlich Platz, wie ihr die Klemmen auseinanderbringen könnt oder dehnen könnt. Das war das erste. Gefällt mir schon mal sehr gut. Einfach so auf die Schnelle kurz ein Notizbuch gemacht oder Notizblock gemacht. Finde ich super und das eben mit dieser Leimbindung, ohne dass man da Löcher stanzen muss oder irgendeine spezielle Bindung noch dran machen muss, sondern einfach mit der Leimbindung. Das war das erste. Dann das zweite hier. Seiten sehen jetzt ein bisschen mitgenommen aus, weil ich versucht habe, die Seiten noch anzugleichen. Ist mir nicht ganz gelungen. Also schneidet lieber von Anfang an sauber, weil das dann zu korrigieren wird schwierig. Aber so habe ich hier das Buch. Natürlich kann ich auch hier kurz noch die Falzlinie einzeichnen. Man das da quasi schon so ein bisschen vorfalten kann. Und so dann die Seiten auch einfacher umblättern kann. Und ihr seht auch, na, ich kann da irgendwas zwischendrin nehmen. Das hält. Also das ist da wirklich felsenfest dran, wenn ihr es eben richtig reingebt. Also das ist wirklich schön. Es muss am Leim anschließen, damit der Leim dann auch ins Papier rein kann. Das war das zweite. Und beim dritten müssen wir ja noch ein bisschen was machen. Das heißt, hier hat alles wunderbar funktioniert. Meine Idee hat nicht so richtig funktioniert. Oder doch? Moment.
Ich habe die jetzt ein bisschen über quasi bogen und habe auch gehört, wie der Leim, der hier drin war, sich wieder aufgelöst hat oder abgelöst hat. Das ist völlig in Ordnung, weil diese Seite klebt einerseits hier an dem Streifen und da das jetzt unschön aussieht, haben wir jetzt eben diese Seite, die wir hier reinkleben können. Oder? Moment. Nee, mein Plan ist nicht so richtig aufgegangen. Weil, wenn ich das aufmache, muss ich diese Seite verschieben können. Und das tut sie nicht, wenn ich sie jetzt festklebe. Und wenn ich sie offen zuklebe, dann kann ich das Buch nicht richtig schließen. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich hätte mir da wirklich was Gutes ausgedacht. Oder wir versuchen es jetzt einfach mal. Mehr falsch machen kann ich ja jetzt nicht mehr. Das heißt, ich klebe jetzt diese Seite ganz einfach hier dran. Way back when. Was ich natürlich auch noch machen wollte, war eigentlich ein kleines Band noch einkleben hier hinten. Remember when my father taught us how to play guitar and we started up a band in my garage. Ja, so richtig glücklich bin ich, also man kann es aufschlagen, aber richtig glücklich bin ich damit nicht mit der Lösung. Ich glaube, ich muss mir da noch was anderes einfallen lassen. Also hier mit dem Hardcover kann ich euch noch keine gute Lösung sagen. Das machen wir dann an, wenn eben die Klebestreifen einzeln erhältlich sind. Zeige ich euch dann noch eine andere Variante, wo ich denke, das könnte dann aber funktionieren. Hier, man kann es so ein bisschen öffnen, aber nicht, also ich kann es nicht aufschlagen. Von dem her, jo. Sieht schön aus, aber das muss ich definitiv sagen. Das war das, aber ihr könnt hier eben wunderbar solche Notizblöcke, Bücher machen. Wunderbar, ist schnell gemacht. Und eben wie gesagt, im Moment beim Paket mit dabei waren die 3 Bindungen. Da wird es auch noch andere geben, andere Farben, auch solche, die so gewellte Ränder haben. Plus, wenn ihr dann eben, wenn es die Klebestreifen einzeln gibt, dann könnt ihr die Bindung komplett selber machen, weil da könnt ihr einfach den Klebestreifen in die Mitte machen und dann den Rücken bestimmen, wie breit ihr den haben wollt. Also wenn ihr, ob ihr einen dünnen wollt oder 2 Klebestreifen nebeneinander macht und den ein bisschen dicker macht und dann hier außen einfach Doppelkleber anbringen und so könnt ihr dann eure eigenen Bindungen machen. Das kommt noch. Ich warte persönlich sehnlichst auf ein weiteres Produkt, was noch kommt, was ich gesehen habe für 2024 von We Are Makers, und zwar ist es eine Schneidemaschine, und zwar nicht eben so Hebelschneider, die wir bis jetzt gehabt haben. Also ich habe das mit einem Dahle Hebelschneider geschnitten und bekomme selbst da nicht so richtig ganz genaue Resultate, und We Are Makers kommt eben mit einer Guillotine, wo ihr das Ganze festschrauben könnt und wirklich viele Seiten schneiden könnt. Das ist dann nicht nur hier für die Thermal Cinch spannend, sondern für alle anderen Cinch-Bindungen auch, weil man dann das Papier, was man reinmachen will, auch besser schneiden kann. Aber ich hole da schon ein bisschen aus. Heute ging es ja eben darum, wie ihr eben solche Notizbücher mit der Thermal Cinch machen könnt. Das ist eben dieses Gerät, wirklich super leicht und man kann es einfach verstauen. Unten hat es sogar noch, um das Kabel aufzuwickeln, damit das nicht herumliegt. Und dann lässt sich das Ganze wunderbar verstauen. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben die Thermal Cinch, die bei mir eingezogen ist und wie ihr das eben verwenden könnt. Hier für das Hardcover suche ich noch nach einer Lösung. Das werde ich euch dann noch zeigen in einem anderen Video, wie gesagt. Aber ich hoffe, ihr habt so mal einen guten Überblick bekommen, was man damit machen kann, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und also
von wegen Hardcover eben, dass das nicht funktioniert. Und ich hoffe auch, dass ein paar hilfreiche Tipps für euch mit dabei waren, wenn ihr das dann zum ersten Mal ausprobiert, wie es dann eben am besten funktioniert. Jo, und überhaupt, dass ihr da Lust habt, das selber auszuprobieren und dass euch mein Video gefallen hat und ich euch natürlich in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! To the sky, I remember thinking if I only could stop the time right now.